So Leute, holt euch einen Tee oder worauf ihr sonst Lust habt, denn dieses Video wird lang. Ich erzähle euch alles. Und somit willkommen zurück zum 4. Video meiner Nimbus-Reihe. Im ersten Video habe ich mich besonders den Basics zum Event gewidmet, während ich im zweiten Video dann versucht habe, euch mehr Einblicke ins Nimbus-Universum zu bieten. Im dritten Video habe ich euch dann meinen Charakter Sarin Alvia vorgestellt und endlich ist es soweit. In diesem Video möchte ich gerne mit euch in meine Erinnerungen und Erlebnisse von Episode 1 eintauchen. Damit dieses Video nicht so ein langweiliger Vlog wird, habe ich was vorbereitet. Ihr erinnert euch noch an diese Draw My Life Videos? Ich mache euch ein Draw My Nimbus Episode 1. Donnerstagabend. Die Sterne funkeln am Himmel, die Magie ist spürbar in der Luft. Wir, die neuen und ersten Schüler seit 3 Jahren, waren draußen in der winterlichen Kälte und warteten auf die Ansage des Pedells, endlich ins Schloss ziehen zu können. Plötzlich traten wir durch den Schleier des Schattenwaldes, welcher unsere Schule vor der gewöhnlichen Welt verbarg, und sahen das magisch beleuchtete Nimbus. Das Kollegium stand Spalier auf der Brücke zum Schloss und der Pedell führte uns direkt in den großen Saal für die Hauslese. Da wurde Sarin bereits von den ersten Schülern erkannt und gehypt. Die Direktorin von Tannhäuser stellte sich und das Kollegium vor und forderte die Schüler auf, für die Hauslese nach vorne zu kommen. Jeder Schüler trat vor das Orakel, welches dann verkündete, in welches der 6 Häuser man eingeordnet wurde. Seltsamerweise gab es da gewisse Schüler, die vom Orakel nicht zugeordnet werden konnten und von der Direktorin von Tannhäuser beiseite genommen wurden. Äußerst seltsam. Sarin hatte die Begabung der Geistesmagie in sich und kam deshalb ins Haus Goethe. Im Gemeinschaftsraum gab es eine kurze Ansprache vom Hauslehrer, Professor Vondränger in unserem Fall. Er war nicht sonderlich sympathisch, jedoch gegenüber Sarin war er anders. Das restliche Haus war aber sichtlich von ihm irritiert. Wir hatten ja 2 Schüler im Haus, die sich eigentlich dem Haus Barbora zugehörig fühlten, weil sie aus einer Blutmagie-Familie stammen. Während Regan Driscoll versuchte, sein Schicksal zu akzeptieren, wollte der andere, Melchior von Senheim, das gar nicht hinnehmen. Professor Vondränger stieß ihn an die Wand und schrie ihn an. Das ganze Haus perplex. Keiner hat sich gerührt und ich sag euch, was für ein Auftakt. Die Situation am Esstisch danach machte es nicht besser. Wir mussten stehen und warten, bis alle soweit waren mit dem Buffet und bis unser Professor selbst auch am Tisch saß. Dann ließ er das ganze Haus erstmal klatschen, weil man müsse sich ja geehrt fühlen, solch eine Persönlichkeit wie Frau Alvea am Tisch zu haben. Da wusste ich, er spielt Sarin zu seinem Liebling hoch. Diese Option hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt nie bedacht, um ehrlich zu sein. Mir war schon klar, dass es den ein oder anderen Schüler geben wird, der Sarin als Schauspielerin kennt und das dementsprechend so spielen und hypen wird. Aber ich hatte bis zu diesem einen Moment nicht überlegt gehabt, dass das auch ein Professor tun könnte. Und ich wusste auch in dem Moment gar nicht so recht, wie ich reagieren sollte, sodass es dann auch zu Sarin passt. Nach dem Initiierungsritual hatten wir Freizeit und gingen direkt schon dem ersten Mysterium nach. In der Bibliothek war eine Leiche gewesen. Da waren Markierungen auf dem Boden und Absperrungen und die Schlossdiener wollten uns einfach nicht schauen lassen, geschweige denn Informationen rausrücken. Tobi spielte den verpeilten Schlossdiener Hubi und ertappte eine Schülerin und mich, als wir per Geheimgang in die Bibliothek gelangten. Wir wurden vertrieben und waren auch nicht schlauer danach. Was uns im Vorfeld geschickt wurde, war dieser Brief von der Direktorin von Tannhäuser. Und in diesem waren diese Schleifchen drin. Wir wurden beschworen, das stets an uns zu tragen und wir sollten viel Wasser trinken. Es gab jedenfalls Unmengen an Gerüchten und Theorien am Nimbus. Das war nicht mehr normal, sage ich euch. Mantikore im Kerker, 2 Leichen im Boden, vielleicht waren es sogar 3. Die Barbora-Hauslehrerin, ein Vampir, irgendwelche Dämonenbeschwörungen im Turm und so weiter. Und eine dieser Theorien war eben, dass diese Schleifchen möglicherweise mit einem Schutzzauber belegt sein könnten und dass das Kollegium und die Direktion uns irgendwas verschweigt. Und dann kam eine Schülerin am Donnerstagabend direkt schon ums Leben, weil sie sich ohne Schleifchen und ganz allein in den Schattenwald rausgewagt hatte. Und da war ja noch die magische Schwindsucht, die im Moment umhergeht, an der die Magier dann die Begabung verlieren oder sogar starben.
Donnerstagnacht hatte man auch ein unheimliches Wesen im Schattenwald gesichtet und Schreie gehört und so. Irgendwo im Schloss gab es auch jemand, der fürchterlich geschrien hat und wir konnten aber nicht herausfinden, woher das kam. Dafür traf Sarin auf Hagen. Er machte ihr direkt den Hof und das ist ja jetzt nichts, was ihr neu ist. Seine Wortgewandtheit jedoch machte ihr durchaus Eindruck. Diese Story würde dann noch weitergehen. Während wir zuvor in unserem Initiierungsritual waren, hat die Direktorin die Schüler, die zu Beginn nicht einem Haus hatten zugeordnet werden können, in ein mysteriöses Ritual gezogen. Die Schüler durften darüber nichts erzählen und da war definitiv was Krummes im Gange. Runa war eine davon und in ihr war die Begabung der Geistesmagie erwacht. Deshalb wurde sie unserem Haus zugeordnet. Lennox, Eugen, Osa, Caroline und ich bin mir nicht mehr sicher, ob Nia auch dabei war, aber wir schlichen uns alle zusammen nochmal in den Schattenwald raus. Es war ja alles dunkel, aber irgendetwas funkelte uns an. Kaum hatten wir das Tor in den Wald hinaus geöffnet. Wir konnten leider nicht erkennen, was es war. Plötzlich aber fiel mir ein, was ich von anderen Schülern aufgeschnappt hatte. Leute, hier gibt es fleischfressende Augen, die einen anfallen, wenn man sie anleuchtet. Die reagieren auf Licht. Da gingen direkt alle Taschenlampen aus. Ja toll. Und jetzt? Ohne Licht konnten wir ja nicht weitergehen und wir standen ja immer noch nur am Eingang. Irgendwann habe ich mich ganz vorsichtig und langsam diesen leuchtenden Dingern genähert, um zu gucken, was es war. Allerdings realisierte ich dann, dass ich geradewegs in diese Fleischfresseraugen starrte. Wir rannten allesamt schreiend wieder zurück ins Schloss. Es war eine knappe Sache. Ich habe ein bisschen den Faden verloren, wann das chronologisch einzuordnen ist, aber ich war irgendwann im Laufe des Abends noch an einem Treffen und wurde dabei in den Juwelen aufgenommen. Das ist eine elitäre Gruppierung und zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass sie aktuell vom Professor Vondränger geleitet wird. Kommt man auch nur auf persönliche Einladung rein. Freitag startete mit dem Frühstück an unserem Haustisch. Natürlich Haus Goethe als einziges Haus, das da am Tisch stehen und auf den Professor warten musste. Wurde von uns ja so vom Professor Vondränger erwartet. Und danach ging es mit dem Unterricht los. Für uns war die erste Stunde Grundlagen. Perfekter Einstieg. Da hatten wir Glück mit dem Stundenplan. Der erste Zauber, der uns beigebracht wurde, war der Protego, als ein Schutzzauber, den wir danach direkt gegen einen Lähmungs- respektive Einfrierzauber Paralysio testen konnten. Da hat mir mein Mitschüler und Übungspartner Melchior den Arm gelähmt. Der Arm war wie verkrampft und es tat wirklich weh. Die nächste Übung war Teamwork. Wir können ja noch nicht viel Magie wirken, also müssen wir alle zusammen anpacken. Und zwar mussten wir Holzklötze zum Schweben bringen und aufeinander stapeln. Haben wir geschafft und wurden belohnt, ich glaube sogar mit einem Zeitbonus. Oh, das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Es gibt einen Hauspokal. Da müssen mehrere Rätsel gelöst werden und diese Zeitboni oder eben halt auch Zeitstrafen können das Ergebnis dann auf der Rangliste beeinflussen. Außerdem sollten wir noch einen Haussprecher wählen, einen Kandidaten für den Studienvorstand. Wart schnell! Vorschlagen. Da hatte Tristan die Idee, dass Sarin durch ihre Erfahrung mit öffentlichen Auftritten, ihrem Promi-Status, Beliebtheit, ihrer Fanbase und so weiter perfekt für den Studievorstand geeignet wäre. Ich hätte mich sogar gerne dran gewagt. Oh, das ist ein bisschen. Und das on camera. Klar, Sarin hatte eine Fanbase und viele waren an der Schule, aber OT war ich da wirklich nicht sicher, dass das IT klappt und die Leute effektiv für Sarin stimmen würden. Das macht IT eigentlich nicht so wirklich Sinn. Aber ja, man kann ja noch dazu lernen. So, die Stunde vor Mittag war jeweils die längste und zwar zur hauseigenen Magie. Bei Haus Goethe daher Geistesmagie mit unserem Professor Vondränger. Die Anspannung, Leute. Keiner traute sich was zu sagen, als wir unsere Plätze eingenommen hatten und wir von dem kalten Vondrängerblick getroffen wurden. Es waren ja noch viele Minuten bis zum Unterrichtsbeginn, aber es herrschte einfach nur absolute Stille. In dieser Stunde von Geistesmagie lernten wir erstmal die Emotionen eines anderen selbst zu spüren. Reagan war dafür mein Partner gewesen und der arme Kerl wurde vom Professor mit unangenehmen Fragen gelöchert, weil nach Vondrängers Ansicht hatte Reagan ja die enorme Ehre gehabt, mit Sarin zu interagieren.
ihre Emotionen gespürt zu haben und wiederum von ihr berührt worden zu sein. Jedenfalls wurde das dann damit gesteigert, dass wir den Übungspartner eine Frage stellen mussten und die Antwort aus dessen Inneren heraus lesen. Bei beiden Übungen musste das Medium in Trance sein. Professor Vondringer musste mir dann helfen, meiner Übungspartnerin Nia ihre Übelkeit wegzuzaubern, weil mein Unterbewusstsein sie offensichtlich nicht reingelassen hat. Und das hatte Folgen. Liegt daran, dass wir Anfänger sind und mit vielem noch nicht umgehen können. Ich hatte zum Beispiel den Rest des Tages Lust auf Zuckerwatte, weil ich sie nach ihrem Lieblingsessen gefragt hatte. Was aber auch sehr wichtig war, war die Offenbarung, die Professor Vondringer zu Anfang der Stunde uns gegenüber machte. Er vertraute uns ein riesiges Geheimnis an. Er hielt die Direktorin für unfähig und überfordert. Stattdessen sähe er sich selbst in ihrer Position. Für uns war somit klar, da steht ein Aufstand gegen die Direktion an. Während dem Mittagessen kam Reagans Vater, dargestellt von Toby, in ein Rüschengewand. Der Anblick war Gold wert. Er hat seinen Sohn sozusagen aus der Familie gestrichen, weil er nach Haus Goethe kam und nicht nach Barbora. Große Schande scheinbar, und somit sollte Reagans Zwillingsschwester das Familienerbe antreten müssen. Und natürlich hörte man am Esstisch immer die allerneuesten Gerüchte und Entdeckungen. Ich fand das einfach super, weil da gingen zum Teil Dinge rum. Wer nicht dabei war, hat was verpasst. Zum Beispiel der quirlige und immer aufgestellte Grundlagenprofessor Malberg soll eigentlich der magische Schwerverbrecher Barnabas Bane sein. What? Und es sollen ja immer noch Manticore im Kerker sein, obwohl die Direktorin das in der morgendlichen Ansprache bereits schon dementiert hat. Es häufen sich auch immer mehr Mysterien an, die wir lösen wollten. Besonders das Gerücht, dass die Direktorin verbotene Rituale an den Spezialschülern durchgeführt haben soll. Wir vermuteten auch mit der Zeit, dass sie an der magischen Schwindsucht leiden könnte. Es gab Indizien, die im Laufe der Zeit dafür sprachen. Wir hatten regelmäßige Meetups in unserem Gemeinschaftsraum und das habe ich wirklich super genossen. Es war halt wirklich dieser Zusammenhalt da. Nach dem Mittagessen durften wir mit Professor Griffin Duftöle mischen, die uns in der Geistesmagie helfen sollten. Und danach mischen wir auch noch ein Entspannungsöl. In Alchemie haben wir uns unter Anweisung von Professor Rach an einem Schlaftrank versucht. Was für mich aber wirklich unglücklich war, war die Temperatur. Der Unterricht fand im Alchemiekeller statt und da war es halt super kalt. Dennoch hatten wir es besser als gewisse andere, die halt einfach den ganzen Tag oder den ganzen Morgen Outdoor-Unterricht hatten. Es hatte nämlich den ganzen Tag geschneit. In der 16 Uhr Ansprache der Direktorin wurde der Zwischenstand des Hauspokals verkündet und seltsamerweise waren wir auf dem letzten Platz. Wir hatten von anderen Schülern mitbekommen, dass sie Zeitstrafen und so erhalten hatten, während wir aber keine einzige Zeitstrafe hatten, trotzdem aber auf Platz 6. Hinzu kam, dass unser Mitschüler Gregorius die Rangliste ja zuvor im Lehrerzimmer effektiv gesehen hatte und da waren wir auf Platz 2 oder so. Irgendwer musste die Liste manipuliert haben, wollte uns vielleicht schaden, vielleicht aber auch den Professor Vondringer. Plötzlich hörten wir, wie die Direktorin unseren Professor Vondringer anschrie und zur Sau gemacht hat. Sie hat auch andere Kollegiumsmitglieder angeschrien, dass sie sich ihrer Plätze mal wieder bewusst werden sollen. Wir als Haus waren mittlerweile zum Schluss gekommen, dass wir die Direktorin auch so doof finden, wie unser Professor sie findet, und dass wir ihn mit allem in unserer Macht Stehende unterstützen werden. Wir hatten der Standpauke versteckt gelauscht und es sei angemerkt, dass wir es unserem Professor mittlerweile schon nachgemacht hatten, nach den Ansprachen der Direktorin nicht mehr zu klatschen. Was sie da abzog, es hatte uns nur darin bestärkt, dumme Gans. Und irgendwann rannte noch ein Nachtmar umher. Das ist ein Wesen, das den Menschen böse Träume beschert, um sich danach davon zu ernähren. Der Nachtmar wurde von Tobi dargestellt und er hatte ziemlichen Spaß dabei, meinte er. Am Freitagabend fand dann auch noch der Ball statt. Hagen kam leider zu spät mit seiner Balleinladung, denn Sarin war bereits von dem Hausmitschüler Melchior gefragt worden. Mittlerweile hatte sich für sie aber herausgestellt, dass Hagen da scheinbar eine On-Off-Sache mit Sophia aus dem Haus Barbora am Laufen hatte. Sophia hätte Sarin nämlich mit ihren Blicken am liebsten erdolcht und Hagen provozierte das. Ich habe leider in der Tat kein einziges Foto von mir beim Ball. Ich habe nicht mal ein Selfie gemacht. Und ich hätte ja wahnsinnig gern mit dem Professor getanzt, aber es war so viel los. Das fand ich halt ein bisschen schade. Der Ball ging leider ziemlich unter, weil halt so viele so viel am Laufen hatten. Irgendwelche Rätsel, irgendwelche Rituale, was auch immer. Haus Goethe auch.
Alle waren beschäftigt und da blieb halt nicht sehr viel Zeit für Feiern und Tanzen. Nicht mal ein Hausfoto in Ballgarderobe haben wir geschafft. Während dem Ball erhielten wir die Anweisung, ein Auge auf Runa zu haben. Es wurde gemunkelt, dass die Direktorin irgendwas planen könnte, um ihre Taten zu verschleiern. Und unser Professor leitete ein Verhör mit Hilfe von Geistesmagie ein, um Beweise gegen die Direktorin zu sammeln. Es war ein angespannter Abend und für unseren Professor äußerst anstrengend. Kurz vor Mitternacht kamen dann auch die bestellten Monsterjäger, um dieses am Vorabend gesichtete Wesen zu fangen. Sarin hatte die Jäger schon am Nachmittag angetroffen und durfte deren Baby-Manticore anschauen und sogar streicheln. OT war es ein Frenchie mit Manticore-Cosplay. So süß! Jedenfalls war das jetzt Serious Business. Schüler durften die Jäger begleiten und den Fang unterstützen. Zusammen mit Hagen und dessen Kumpel hatte sich Sarin der Mission im Schattenwald angeschlossen. Die Sache war leider sehr schnell erledigt. Wir mussten uns zurückziehen. Das Wesen hatte die eine Jägerin angefallen und sie konnten nur noch eine Probe entnehmen. Laut ihnen war das wohl eine künstlich gezüchtete Kreatur. Sie hätten sowas noch nie gesehen. Zurück im Gemeinschaftsraum hatten wir es dann wieder ziemlich lustig. Unsere Freya war ziemlich angeheitert von Osas Kräutertränken. Verhängnisvollerweise erfuhr sie dann von der Badewanne im Lehrerzimmer und diese wollte sie unbedingt sehen. Das kam natürlich nicht so toll an beim Kollegium. Und nebst Freyas Ciao Kakao waren die Zitate des Abends wohl definitiv die von Lennox mit Professor, Freya will mal ihre Badewanne sehen und Professor, wollen Sie mein Pendel sehen? Ein entgeisterter Blick von Professor Vondränger und ein Sie wissen schon, wie dumm das klingt, Harper. Ich hab Tränen gelacht. Samstag zum Frühstück hat mir Professor Vondränger zugesteckt, was ich mir für seine nächste Geistesmagiestunde merken sollte. Aber zuerst stand Magietheorie und Ethik auf dem Stundenplan. Professorin Falkenberg führte uns in das Thema helle und dunkle Magie ein, erklärte auch, dass ein Magier dem Wahnsinn verfallen kann, wenn er zu viel von einer bestimmten Art von Magie benutzt. Der Unterricht in Geistesmagie startete direkt mal mit einer Prüfung. Erst dann raffte ich, dass er mir die Sachen am Frühstückstisch für die Prüfung gesteckt hatte und ich fühlte mich ein bisschen schlecht, dass ich meinen Mitschülern nichts erzählt hatte. Aber ich dachte halt echt, dass er mich das im Unterricht fragen würde und nicht wollte, dass ich eine schlechte Figur mache, falls ich die Antworten nicht weiß. Und dass es mir deshalb gesagt hat. Er mag ja Sarin, hätte doch sein können. Naja, danach ging es direkt weiter. Wir durften eine Fake-Erinnerung in das Gedächtnis unserer Übungspartner pflanzen. In der zweiten Übung sollten wir diese Erinnerung wieder entfernen. Dafür gibt es eine Einverständniserklärung. Hat soweit auch gut geklappt. Als wir beim Mittagessen waren, kam plötzlich die Bertha in den Saal. Ich bin nicht sicher, ob sie als Schlossdienerin galt. Jedenfalls hat sie mein Foto als Poster dabei gehabt und wollte ein Autogramm. Kurz nachher kam der ganze Fanclub. Eine tolle Überraschung von der Orga. Dankeschön! Zum Glück hatte ich die Autogrammkarten dabei. Oh genau, in der Ansprache am Morgen hatte die Direktorin gefehlt und am Mittag wurde uns dann von unserem Professor im Gemeinschaftsraum mitgeteilt, dass sie ermordet wurde. Er kriegte ein Glas Whisky und erzählte uns von seinen Sorgen, was die Zukunft vom Nimbus betraf. Außerdem beauftragte er unsere Vreni damit, dass sie nach dem Grab von Frau Aya, unsere Hauspatronin, suchen soll. Wir als Haus erklärten ihm die vollste Unterstützung. Immerhin würde er für die Position des Direktors kandidieren. In magische Artefakte hat uns Professor Buddenheim seine Assistentin vorgestellt, die Augen und Hirn zur Verfügung gestellt hatte. Außerdem hat er uns eine kleine Kiste gezeigt, in der ein Geist, war es glaube ich, drin saß und über Klopfen mit uns kommunizierte. Mittels einem magischen Artefakt ließ er aus einer Illusion echte Spinnen aus der Decke fallen. Wir durften je eine behalten. Die letzte Stunde war dann Kryptozoologie. Eine kurze Einführung gab es im Kerker und dann ging es auch schon direkt in den Schattenwald. Der ist bei Tag ein bisschen weniger gruselig. Wir trafen dort auf eine Dryade und konnten sogar mit ihr sprechen, einfach auf Distanz. Plötzlich kam ein Aul. Das ist ein magisches Wesen mit großem Affenkörper und fledermausartigen Flügeln. Erst wollte es einen Apfel, aber dann doch eine Mandarine und schlussendlich schnitt der arme Kerl sich an einer Scherbe. Er ließ es aber zu, dass man ihm die Hand verarzte. Hinter uns standen dann plötzlich irgendwann mal die Agemanten, aber ich habe nicht mitbekommen leider, was sie nach dem Unterricht noch von unserem Professor wollten. Es galt ja immer noch den Hauspokal zu gewinnen, den Studienvorstand zu wählen und. Und dann gab es erstmal im
Gemeinschaftsraum richtig, richtig großen Knatsch. Regan war am Freitag oder so erwischt worden, wie er in unserem Goethe-Gemeinschaftsraum mit Schülern von Haus Barbora ein blutmagisches Ritual gemacht hat. Was natürlich gar nicht geht in unserem Goethe-Gemeinschaftsraum. Professor Vondringer hat ihn so derbe angeschrien. Es traute sich kaum einer, gar zu atmen. Es war wirklich eine sehr, sehr heftige Szene. Er war stocksauer. Jedenfalls waren Lennox und ich später im Kerker und plötzlich stolperte ich über diese Holzkiste. Uns war direkt klar, darin ist der Hauspokal. Da wir gemäß Rangliste aber die Letzten sein würden, die das Rätsel erhalten und daher auch die Letzten, die daraus den Hinweis erfahren, im Kerker zu suchen, war uns klar, wir sind geliefert. Denn wer auch immer später hier hineinkommt, würde die Kiste instant finden. Also dachten wir, verstecken wir sie einfach erneut. Also wir haben sie nicht aus dem Kerker genommen, sondern ich habe sie einfach hinter so einem Holzding versteckt. Und gerade als wir rauskommen, stürmen uns 2 Tesla-Schüler entgegen und wir nur so, Schissel, sind dann halt wieder zurück und ich habe mich dem Kryptozoologie-Ausstellungsstücken gewidmet. Natürlich mit einem Auge darauf, was vorne so passiert. Da waren, keine Ahnung, an die 20 Leute im Kerker, 5 Häuser, die da mit Taschenlampen rumleuchteten und von Haus Goethe noch keine Spur. Erst so nach 25 Minuten sind endlich Lennox und die anderen gekommen und ich konnte ja unser Narrenglück wirklich nicht fassen. Dann hatten wir diese Kiste zwar offen, aber die hatte innen noch ein weiteres Rätsel, um sie komplett zu öffnen. Haben wir aber geschafft und somit tatsächlich den Hauspokal gewonnen. Hat natürlich nicht lange gedauert, bis ganz böse Gerüchte kursiert sind. Fakt ist jedenfalls, wir haben nicht betrogen. Wir hatten die Kiste lediglich umplatziert und ganz im Ernst, so hatte eigentlich jeder die Chance gehabt, die Kiste zu finden. Aber es hat sie halt effektiv keiner gesehen. Ich finde, das ist Grauzone. Wir haben sie ja auch im Kerker gelassen und nicht irgendwie komplett weggebracht. Der Hinweis, den man im Rätsel kriegt, dass man im Kerker suchen muss, war also nach wie vor gegeben. Das Ganze würde mich vermutlich weniger ärgern, wenn nicht da auch OT-Hate gewesen wäre. Wir sind da jedenfalls mit Bild vom Pokal ins Lehrerzimmer und tatsächlich war unter anderem auch unser Professor Vondringer da. Wir hatten ja gehofft, dass er da ist, damit er das direkt schon mitkriegt. Er hat uns allen die Hand geschüttelt, Sarin sogar mit Handkuss, darauf stehen ja Sarin und ich total, und hat uns beglückwünscht. Er habe von Haus Goethe nichts anderes erwartet. Sarin war so happy, das ganze Haus war happy, wir haben unseren Professor stolz gemacht. Danach sind wir direkt wieder in den großen Saal, weil wir ja noch für den Studiesprecher abstimmen mussten. Stellt euch vor, unsere Lydia hat das Amt tatsächlich gewonnen. Was aber auch noch anstand, war die Wahl des kommissarischen Direktors, wofür Professor Vondringer und Professorin Maddox kandidierten. Diese Wahl würde aber vom Kollegium und von den Haus- und Studiesprechern getroffen werden. Tja, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Professor Vondringer ist nun Direktor. Aktuell noch kommissarischer Direktor, immerhin laufen die Ermittlungen wegen des mysteriösen Todes von der Tannhäuser noch, aber Sarin hat sich wahnsinnig für ihren Professor gefreut, dass er sein Ziel erreicht hat. Zwischenzeitlich gab es aber auch noch anderes zu klären, weil plötzlich vernahm ich das Gerücht, dass Rosenfall Meet and Greet mit Sarin verteilt werden. Davon wusste ich gar nichts, aber es war schnell klar, wer wohl dahinter steckte, nämlich Hagen, mal wieder. Da gab es auch noch diese tolle Szene, als Hagen und ich nebeneinander standen. Sophia kam dann, stellte sich dazwischen und dann schauen sie und ich ihn einfach nur mit einem mörderischen Blick an. Ich glaube, dem ist sogar Oti richtig das Herz in die Hose gerutscht. Vor dem Abendessen haben wir ja auch noch versucht, das Rätsel mit dem Grab von Frau Ayer zu lösen, aber da kamen wir leider nicht sonderlich weit. Ich hoffe, das können wir in den kommenden Runs dann doch noch lösen. Was nun noch als das Highlight auf dem Programm stand, war das Schlussritual. Die Untersuchung der Probe, die die Monsterjäger am Vorabend entnehmen konnten, hatte ergeben, dass es sich bei diesem Wesen scheinbar um einen verzauberten, verfluchten Schüler handeln musste. Diesen würden wir daher befreien müssen, und zwar alle zusammen mit vereinten Kräften. Professor Vondringer kam deshalb auch nochmal zu uns in den Gemeinschaftsraum, um uns zu erklären, was wir tun mussten, was unsere Rolle in diesem Ritual sein würde. Immerhin waren wir auch alles noch blutige Anfänger und konnten nicht viel Magie lenken.
Somit musste alles genau strukturiert vorgehen, damit es für uns nicht gefährlich wird und auch für die ganze Schule. Weil da war diese Bedrohung, dieses Wesen, dieses Monster, was da immer mehr an Stärke gewann, das bedrohte ja jetzt nun wirklich unsere Schule. Ups, das war schon alles sehr spannend. Der Plan war folgender. Haus Krabbert war mit ihrer Kampfmagie bereits unterwegs, um das Wesen im Wald aufzuspüren und zu fangen. Sobald sie soweit waren, würden sie das Wesen zum Brunnen vor dem Schloss bringen, wo sich der Rest vom Nimbus versammelt hat. Man hörte die Krabbattis bereits aus dem Schattenwald kommen, man hörte die Rufe, man hörte das Zählen, man hörte das Wesen schreien. Haus Barbora würde sich vorne platzieren für ihre blutmagischen Rituale. Goethe in der zweiten Reihe, um mit unserem Zauber den Geist zu öffnen, damit wiederum Haus Kepler mit dem Geist sprechen und zu ihm durchdringen konnte. Haus Grimm hat dem Wesen eine Illusion beschert, um es zu beruhigen, und Haus Tesla hat einen magischen Gesang gehalten, um das Schild von Krabbert zu stärken. Das Wesen im Brunnen hat immer wieder geschrien und flüsterte den Kepler-Schülern was zu, was unter all dem Lärm von Kampfmagie, Zaubersprüchen, Gesang und so leider ziemlich unterging. Kepler hat nämlich jeweils wiederholt, was das Wesen sagte, damit wir es aufnehmen. Unser Professor, Direktor, ist dann immer von Goethe-Schüler zu Goethe-Schüler geeilt, um uns jeweils zu heilen, nachdem wir unsere Magie gewirkt hatten. Wir mussten ja abwechselnd den Zauber halten können, aber für so schwache Magier wie wir hat uns das nach 10, 15 Sekunden fast K.O. gemacht. Freya ist in der Tat sogar ohnmächtig geworden neben mir. Plötzlich war ein riesiges Monster auf allen Vieren hinter dem verfluchten Schüler, beziehungsweise eigentlich hinter uns. Das hatte das Gesicht der Direktorin. Es war riesig. Dieses Ritual hatte Lichteffekte und sogar epische Musik. Das war so toll. Wir konnten sehen, wie die Hülle des Monsters zerbröckelte und ein Schüler daraus befreit wurde. Und plötzlich war es vorbei. Plötzlich kam die Stimme durchs Mikro. Nimbus 1 ist vorbei. Insgesamt fand ich das Ritual wirklich sehr toll. Alle standen zusammen und haben gemeinsam gezaubert. Damit Licht und Musik, das war total mein Ding. So richtig. Ich habe das effektiv gespürt. Ich war da voll drin. Für mich war das ganze Nimbus 1 ein voller Erfolg. Ich habe wahnsinnig tolle Erinnerungen gesammelt, habe mich effektiv Teil von dieser Story gefühlt, hatte tollen Unterricht, tolle Charaktere und Spieler kennengelernt, habe einen hammermäßigen Hauszusammenhalt erlebt. Ich habe mich demnach auch bereits schon beim Nimbus 2 angemeldet und war offensichtlich so schnell, dass ich die erste war, die ihre Anmeldung eingereicht hat. Ich freue mich riesig auf den nächsten Run. Ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Unser Vordränger wurde ja nun mittlerweile als Direktor bestätigt. Also wird er wohl leider nicht mehr unser Hauslehrer sein können. Aber er wird trotzdem jederzeit in unserem Goethe-Gemeinschaftsraum willkommen sein. Er bleibt ja ein Goethe. Wir haben mittlerweile sogar einen Brief erhalten. Das hier. Mit Foto. Das war's dann vorerst mit meiner Nimbus-Reihe. Es wird noch mehr Sarin-Content geben, denn ich fühle mich sehr motiviert und sehr inspiriert, diesen Charakter weiter auszubauen. Ihr könnt das auf meinen Social-Media-Kanälen dann auch finden, vermutlich hauptsächlich auf Instagram, weil das meiste bei mir halt darüber läuft. Schließt euch daher am besten gleich schon direkt an und guckt auch beim nächsten Video wieder vorbei. Bis dann!